Das Aquarium war eins der ersten Häuser vom Zoo. Das ist das erste große Tierhaus, was man sieht, wenn man in den Zoo reinkommt. Als dann halt wirklich die großen Geräte kamen und alles, was wir über die Jahre gehegt und gepflegt hatten, dann wirklich eingerissen haben, das war schon krass. Dies ist die Geschichte einer der größten Herausforderungen des Zoos der letzten Jahre. Die Modernisierung des über 100 Jahre alten Aquariums. Achtung! Ja, ich lasse den rutschen, warte, pass auf. Los. Es hat überall gerostet, die Fliesen fielen von der Wand. Achtung! Und wir hatten Gittergänge, wo man dann mehr oder weniger schon durchgebrochen ist. Und da haben wir dann Holzplanken ausgelegt, damit man irgendwie sicher noch arbeiten kann. Jetzt. Also es war auf jeden Fall nötig. Nur, wie baut man ein Aquarium komplett um? Was passiert mit den Fischen in der Zeit? Und was macht so ein Vorhaben mit den Menschen, die daran beteiligt sind? Man arbeitet jahrelang damit. Da hat man ja so zwei Seiten. Ne? Das ist schon ein bisschen traurig über das, wie es dann einfach weggerissen wird. Ne? Aber man hat natürlich im Hinterkopf, okay, es wird jetzt endlich wieder schön gemacht, neu gemacht und sich auf alle Fälle aufregend, spannend, total. Ich meine, ja, wann reißt man mal so ein ganzes Haus ab? Und baut es dann wieder auf? Genial. Klasse. Genau so haben wir das gewollt, ne? Schön. Super. Aber der erste, der gefällt's dir? Ist toll? Mit dem Aquarium? Und man wird nicht nass, ne? Ja, das ist schon, wenn man entschleunigen will, wunderbar. Ich sag mal, das gelingt ja draußen so auch ganz gut in der Landschaft, aber so vom Aquarium gelingt es noch besser, finde ich. Ja, das stimmt. Der Weg dorthin war steinig. Ein ambitioniertes Projekt mit nicht immer nur schönen Überraschungen während der Bauphase. Ein Kraftakt für alle Beteiligten. Es hat viele Nerven gekostet. Ich bin froh, dass wir es jetzt geschafft haben. Weil es war sehr anstrengend und ich weiß nicht, ob ich in den nächsten 3, 4, 5 Jahren noch mal ein Aquarium machen möchte. Es ist Ende 2018. Das Leipziger Zoo-Aquarium ist in die Jahre gekommen und soll von Grund auf saniert und modernisiert werden. Dafür müssen erstmal die Fische raus. 3000 Tiere sollen in den nächsten Wochen umziehen. Bis Ende Januar müssen wir hier alles geborgen haben, dann kommt die Abrissfirma und bis dahin sollen wir alles das draußen haben, was wir noch behalten wollen und brauchen. Jetzt geht's erstmal um die Tiere. Kurz vor Weihnachten ist das Ringbecken dran. Mit seinem prominenten Bewohner, dem kapitalen Zackenbarsch. Für Martina Hacker und ihr Team eine echte Herausforderung. Mehr als 20 Kilo hat der Bursche. Heiko stellt sich dort drüben hin, ich bleib auf der Seite und wir nehmen das Gitter schon oben auf die Kante. Dann bleiben Heiko und ich da vor Ort und ihr könnt zu viert gucken, wenn ihr Kescher habt oder... Als erstes soll ein Teil des Ringbeckens abgesperrt werden, um ihn hier vom Rest zu trennen. So, das ist jetzt das erste Gitter. Ihr ruft uns zu, wenn hier irgendwas kommt und wenn nur der Zackenbarsch da ist, machen wir dann runter.
Es ist raus. Aber wir lassen noch ein bisschen weg, oder? Also Zackenbarsch ist erstmal das Wichtigste. So, jetzt kommt der ganze Schwung Hai hinterher. Und jetzt kommt noch einer. Runter. Die Haie sind raus, das Gitter runter, der Barsch sitzt in der Falle. Sollte man denken. Ist wieder raus. Der kam mit so einem Schwung, da ist er durchs Netz durchgehuscht. Man geht davon aus, okay, der sieht dort eine Barriere, bremst ab, aber er hat sich gesagt, nee, hier ging es schon immer lang und hat halt versucht, da gerade weiterzumachen und hat es also auch geschafft in dem Moment. Aber ja, auch das war alles gut verlaufen, es hat sich keiner bei verletzt. Und das ist immer die Hauptsache. Achtung! Der Rest ist, trotz einem halben Zentner, ein Kinderspiel. Nach Jahren verlässt der Zackenbarsch Leipzig. Katzenhaie, Meereschen und Meerjunker. Alles muss raus. Ich habe hier Schwellhai. Die Zähnen. Und auch die 5 großen Makrelen müssen mit. Es war völlig Neuland für mich, ein Aquarium wirklich bis auf den letzten Fisch auszuräumen, die Tiere alle zu vermitteln. Und das habe ich vorher noch in keinem anderen Aquarium miterlebt oder miterleben dürfen. Warte, Uli, oh, halt! Das muss doch nicht. Ja, ein gutes Netzwerk hilft dabei. Man schreibt natürlich auch Kollegen an, wenn man mal fragen möchte, wie denn eine 2 Meter Muräne transportiert wird am besten. Oder Haie oder also dass zum Beispiel der Großhändler mit einem LKW anfuhr, der unsere Schwarzspitzenriffhaie auf einmal mitgenommen hat, dass der im LKW einen 20.000 Liter Wassertank beinhaltet. Sowas war für mich auch neu und faszinierend. Doch noch schwimmen die Haie nicht im LKW. Sie aus dem Ringbecken zu fischen, Stress für alle Beteiligten. Ganz kurz, wenn wir dann einen Hai gefangen haben, wir müssten beide Männchen markieren, indem wir um die Schwanzwurzeln Kabelbinder rummachen. Geht los! Der erste Fang. Eins. Kleine Weibchen dürfen Jawohl, sein. kleines Weibchen. The smallest female. Zeit zum Verschnaufen bleibt nicht. Hai Nummer 2 ist schon im Kescher. Der nächste ist ein Männchen. Achtung, jetzt raus. Er braucht ein Erkennungszeichen. Raus. Da musst du mit. Alles klar. Ich gehe nach oben, warte. Okay, warte. Jawohl, danke. Das Becken hier füllt sich. Es läuft wie am Schnürchen. Jetzt kommt der letzte Hai. Mal jemand übernehmen, bitte? Ja, natürlich. Christian. Ja. Der letzte Kandidat. Nachdem die Fische raus sind, muss die Deko gerettet werden. Aber wir sind jetzt erstmal froh, dass wir in dieser Woche wirklich es geschafft haben, alle Tiere an die verschiedenen Zoos zu bringen, die wir ausgesucht haben. Und ich sag mal, 99% ist wirklich heile und gut angekommen. Und das ist für uns sehr beruhigend. Verabschiedung der letzten. Die Schwarzspitzenriffhaie gehen nach Berlin, Karlsruhe und Holland. Besser hätte es nicht laufen können. Na dann, gute Reise. Januar 2019. Von außen sieht man dem Aquarium nichts an. Doch drin kommen die ersten Steine ins Rollen. Ja, und bald rollen die Abrissbagger an. Florian Brandt muss jetzt kaputt machen, was seine Vorgänger hier über Jahrzehnte aufgebaut haben. Wie habt ihr die denn hier reingekriegt damals? Na, wir haben die auch alle hier reingewuchtet. Genau, also Von oben oder? Ja, die sind von hier rein. 2 unten, die es abgenommen haben. so rückwärts. Einfach ist natürlich zerstören. Schwerstarbeit.
und die Freude auf das, was kommt. Da bleibt wenig Zeit für Wehmut. Warte mal. Und du kriegst die leichte Seite. Nicht. Das ist natürlich auch immer mal eine lustige Geschichte, immer einfach mal was zu zerkloppen. Finger weg. Ich wollte gerade sagen, Das gehört dazu. Man muss auch mal ein bisschen Spaß mit bei der Arbeit haben. Ne? Ich sag mal, jemand, der jeden Tag irgendwas abreißt, für den ist das sicher nicht spannend, aber das, was wir jahrelang gehegt und gepflegt haben, konnte man halt dann mal ein bisschen demolieren. Und ja, ich sag mal, gerade so die Jungs, ne, die machen gerne was kaputt. Geh doch! Wenn hier in 2 Jahren, so der Plan, wieder eröffnet wird, dann kann man das eine oder andere gewiss noch gebrauchen. Na, was denn mit der Kette? Noch ist das Team zuversichtlich, dass der Zeitplan gehalten werden kann. Was wird das denn? Steine, Technik, Fischfallen. Alles wird aufgehoben. Gib Stub! Die Pfleger haben auch schon den passenden Soundtrack für ihren Auftrag. Du, die Mission Impossible-Musik. Das würde ziemlich gut passen. Jetzt gucken, wie die Geier klotzen. Das war echt. Ganz. Ankunft am Gondwanaland. Aussteigen, bitte. In seinen Katakomben verbirgt sich was ganz Besonderes. Jetzt geht's in den Keller. Weil wir müssen ja nicht nur irgendwelche Sachen und Material unterbringen, wir haben auch noch eine ganze Menge an Tieren, die ein neues Zuhause gekriegt haben. Und die wohnen jetzt im Gondwanaland unten im Keller. Da haben wir schön was aufgebaut mit großen Pools und auch eine ganze Menge kleine Becken. Oha, so eine Art geheimes Fischlabor. Im Endeffekt haben wir hier so die Becken, die wir alle übrig hatten. Ne, was früher so teilweise, das waren früher aus unserer Seewasserquarantäne ein paar Becken. Ne, oder wo überall ein paar kleinere Sachen rumstanden. Das haben wir alles hier in den Keller gebracht. Hat uns unsere Handwerker diesen wunderschönen, erst sah es aus wie ein schöner Laufsteg, wo noch kein Aquarium drauf stand, ne, weil das ja herrlich lang. Und wir haben dann einfach überall unsere Fische hier verteilt. Hier sollen sie wachsen und sich fortpflanzen. So muss, wenn das Aquarium mal fertig ist, nicht alles neu besorgt werden. Ja, dieser Raum, der ist jetzt noch neu dazugekommen. In Gondwanas Katakomben ist eine Unterwasserwelt entstanden. Das war früher ein großer Tank. Wir haben uns das halt jetzt vom Technikern hier absägen lassen, kleinen Sanddruckfilter dran gebaut und im Endeffekt schwimmen jetzt hier unsere großen Rochen. Das sind die ganzen schon etwas größeren Rochen, die wir jetzt hier drin haben. 2 verschiedene Arten. Schwupp, Muschel weg. Ja, und so haben wir hier in jedem, irgendwo wo Wasser drin ist, schwimmen derzeit auch Fische. Dadurch, dass wir natürlich auch viel rückwärtig untergebracht haben, ging die Arbeit ja sofort weiter. Es war ja nicht so, dass man jetzt das Gefühl hatte, okay, ab heute schließen wir Türe zu, sind wir arbeitslos oder haben nichts mehr hier im Haus zu tun. Wir hatten ja noch genug Bewohner, die nur umgelagert waren und da hatten wir auch noch alle Hände voll zu tun, uns dort einzurichten. Wir sind ja quasi mehrfach hin und her gezogen mit Sack und Pack. Können wir mal zu unseren Kois noch schauen? Haben wir den mal erstmal so Pellets rein, das finde ich immer ganz lecker. Ham. Super. Ausräumen, einpacken, Zwischenlösungen finden. Ja, so geht's hier in diesen Tagen Schlag auf Schlag. Also noch steht ja alles. Sieht halt gruselig aus mit den ganzen leeren Becken, wie man alles einreißt. Also gerade weil es so traurig ist. Man kennt es jahrelang, man hat es teilweise selber mit eingerichtet oder man kennt die Leute, die es mit eingerichtet haben und hier ordentlich gemörtelt haben. Und jetzt reißen wir alles ein. Es wird alles kaputt gemacht. Und ich glaube, am schlimmsten wird es, wenn in 2 oder 3 Wochen dann hier der große Abriss kommt. Und die Fassade stehen bleibt und dahinter kann man dann wahrscheinlich auf die Porte gucken, wenn dann alles weg ist. Das wird dann nochmal richtig gruselig. Ja, aber muss halt. Na gut, dann packen wir weiter Sachen zusammen. Nach mehr als 100 Jahren geht eine Ära zu Ende.
Doch dass hier bald wieder was Großes beginnt, die Becken auch nach dem Umbau wieder attraktiv gefüllt sind, dafür sorgt Kurator Ulrich Grassl. Er verbringt dieser Tage viel Zeit vor dem Computer, mit Recherchearbeit. Dabei hat er vieles zu berücksichtigen. Sind die Fische, die wir uns wünschen, vorstellen, wirklich zu erhalten? Sind es Tiere, die wir aus Nachzuchten bekommen, weil wir eben auf Wildfänge verzichten wollten? Das ist ein Anspruch, den wir im neuen Aquarium haben. Und dann geht es natürlich los. Dann verschafft man sich einen Überblick, welche Tiere in verschiedenen Zoos angeboten werden. Und wenn die Tiere nicht dabei sind, die man sich unbedingt vorstellt und wünscht, dann wendet man sich an den Großhändler. Und der Großhändler, da gibt es ein paar, die wirklich ein unglaubliches Sortiment haben. Dann gibt es eine spezielle Seite, wo die Invertebraten, also die wirbellosen Tiere angeboten werden. In dem Fall sind das eben Kraken, das sind Schlangen, also Seesterne, das sind Schnecken, Krabben, Hummer, Seeigel. Aber so faszinierend das Sortiment der Händler auch ist, Vorrang hat der Blick auf die Abgabelisten der Zooaquarien. Denn zwischen den Tiergärten herrscht Tauschhandel. Frei nach der Devise, was habt ihr, was wir nicht haben, beziehungsweise was brauchst du, was bei uns übrig ist. Momentan ganz oben auf Leipzigs Wunschliste Quallen. Es gibt Arten, die relativ leicht nachgezogen werden können. Und für so eine Art haben wir uns entschieden hier im Zoo. Und das Zoo-Aquarium Berlin ist ja bekannt dafür, für die Quallenzucht, schon seit den 1980er Jahren. Und die halten bis zu 40 unterschiedliche Quallenarten. Davon züchten sie 30 Tiere, also 30 Arten. Und das ist schon wirklich erstaunlich und führend in Deutschland, sage ich mal. Und ich kenne die Kollegen dort. Ich habe dort selber lange Jahre gearbeitet mit den Kollegen und auch mit den Tieren dort. Und die unterstützen uns sehr gerne. Grüß dich. Auch heute wieder. Ulrich Grassl will rund 60 Ohrenquallen von Berlin nach Leipzig holen. Letzte Absprachen. Okay. Deswegen. Hört sich gut an. Danke dir. Tschüss. Zuvor will er selbst nach Berlin zu seinen alten Kollegen fahren und sich einen ersten Überblick über die künftigen Leipziger Quallen verschaffen. Inzwischen hat sich das Aquarium in eine Baustelle verwandelt. Die Abrissbagger sind da. Sie machen grobe Arbeit. So, wir ignorieren das Schild und gucken doch noch mal. Vom ursprünglichen Aquarium wird nur noch die Jugendstilfassade stehen bleiben. Also noch erkennt man es, ist das Aquarium, aber von außen sieht es noch einigermaßen gut aus. Drinnen sieht es schon ein bisschen anders aus. Martina Hacker ist die Hausherrin des teilweise denkmalgeschützten Gebäudes. Sie hat im Zoo gelernt und ihr Glück zwischen den Fischen gefunden. Seit 8 Jahren ist sie Bereichsleiterin. Jetzt von einer Ruine. Das Haus war schon immer alt, also seitdem ich im Zoo bin, war das ein altes Haus. Das hatte seinen Charme, aber man hat halt gemerkt, die Zeit hat wirklich dran genagt. Und gerade dem ganzen Wasser mit dem Seewasser, das hat halt wirklich auch an der Substanz des Hauses genagt. Wir hatten mehrere Wassereinbrüche durch Starkregen, der durchs Dach kam, der dann überall stand. Und das war dann irgendwann so, dass wir im Haus mehr oder weniger schon Dachrinnen verlegt hatten, dass die Technik nicht nass wird. Und es war alles nur ein großes Provisorium. Ja, der alte Arbeitsplatz. Das ist die letzte Runde hier. Und da kommen noch mal Erinnerungen hoch. Also hier haben wir unsere Kraken immer drin gehabt. Die durften hier in dem Becken wohnen. Die waren alle irgendwie anders und speziell. Also ich kriege die Namen nicht ganz alle mehr zusammen. Also ich meine, wenn man irgendeinen Schnaps nennt, liegt man auf jeden Fall auf der richtigen Seite.
9 Kraken lebten hier über die Jahre. Darunter auch Hochbegabte wie Amaretto. Damals war er gerade frisch ins Mittelmeerbecken eingezogen, musste sich gegen die neuen Mitbewohner behaupten und Lothar Dudek, der damalige Bereichsleiter, kümmerte sich höchstpersönlich um ihn. Amaretto sollte an die Fertigkeiten seiner Vorgänger anknüpfen. Mal gucken. Kopf. Lass los. Ach, du bist doof. Jetzt hängt der Dipp dort, will er die Zange mitnehmen. Na los, jetzt hau ab. Jetzt hat er erst seinen großen Freund in Schriftbarsch weggejagt. Und jetzt müssen die anderen Fische auch begreifen, dass er der Einzige ist, der an das Futter rankommt. Ja, wenn er denn den Deckel abbekommt. Jetzt. Sehr schön. Geschafft. Den Deckel runter und dann sich so drauf gesetzt, dass die ganzen Garnelen drin bleiben. Nur die anderen guckten in die Röhre. Die armen Fische. Da lässt wirklich keiner raus. Ein herrliches Bild. Ja, Amaretto im Glas. Ein Riesenspaß war das. Also es war eins der schönen Becken, also viele Wirbellose, alles schön bewachsen und wenn man das jetzt so sieht, ist es schon ziemlich heftig. Ein bisschen wird's noch dauern, bis hier wieder Leben einzieht. So, hier sind die kleinen Becken, wo wir mit dem Kraken angefangen haben. Hier hatten wir auch die Tanzgarnelen drin, in den kleinen Becken, die Röhren alle waren hier mit drin. In diesem Becken steckte Musik. Wenn eine Garnele sich bewegt, das sieht schon irgendwie so tänzerisch ein bisschen aus. Jeden Tag gab's hier einen anderen Tanz. Und Lothar gab sich als Experte zu erkennen. So ein bisschen wie moderner Tanz sieht es schon fast aus. Dieses kurze Rucken immer, also Walzer tanzen sie nicht. Das ist fließender. Aber was dann? Hip-Hop. May I have your attention, please? May I have your attention, please? 'Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Alles Geschichte. Bald wütet auch hier schweres Gerät. Doch vorher noch ein letzter Blick aufs Herzstück des Aquariums, das Panoramabecken. Kürzlich noch der Blickfang hier. Ja, das war eins der größeren Seewasserbecken, die wir hier haben, unser Panoramabecken. Das war schon was ziemlich Spektakuläres. In dem Korallenriff lebte auch eine Kugelfischdame, Rosalie. Komm hoch, kleine Maus. Die fraß aus der Hand. Komm mal her. Du hast es schon gesehen. Hier ist die Garnele. Okay. Man arbeitet jeden Tag mit den Tieren zusammen. Man kennt so seine Pappenheimer und deswegen hat man schon eine gewisse Beziehung zu den Tieren. Man weiß ganz genau, okay, ja, der frisst immer ein bisschen langsam und da müssen wir hier mal gucken. Das sind ja alles unsere Pfleglinge. Den einen oder anderen beachtet man dann halt schon ein bisschen mehr. Kugelfische, Igelfische, die neigen dazu, so präsent zu sein. Die sind immer da und macht natürlich auch immer so ein bisschen Sympathie, sage ich mal. Das ist jetzt mal ein Stückchen größeres Garnelenstück. Zack. Scheint zu schmecken. Und dann gibt man ihr heute das, wenn sie das lieber will. Jetzt ist sie scheinbar satt. Hat sich wieder verdrückt. Ja, alles weg. Und das Ganze einiges früher als erwartet. Das Ding ist, das Aquarium war nicht auf dem Plan. Also es gibt ja den Masterplan, wo der Zoo Stück für Stück durchgetaktet ist. Und das Aquarium hat einfach den Geist aufgegeben, bevor es an der Reihe war. Deswegen mussten wir das dann zwischenschieben. So, das ist wahrscheinlich ungefähr so das letzte Mal, dass man diesen Weg geht. So, wenn man sich das hier anguckt, das war
als ich hier angefangen habe, der alte Wärterraum. Also hier haben wir gesessen und gerade um dieses Kunstwerk ist es ein bisschen schade. Das war Lothars Schreibtisch. Wir haben ihn dann aquarienmäßig gestrichen und mit lauter Ariel-Motiven versehen. Das sind so ein paar Erinnerungen, die natürlich jetzt auf dem Müll fliegen und dann weg sind. Seinen alten Schreibtisch und die alten Zeiten wird Lothar Dudek wohl nie vergessen. Der Vorgänger von Martina. 45 Jahre hat er hier gearbeitet, kannte im alten Aquarium jedes Tier und jedes Becken. Wenn es das bald nicht mehr gibt, so kann man sich zumindest auf Lothars Erinnerungen verlassen. Und auf die zooeigene historische Sammlung. Gemeinsam mit Archivarin Jane Ludewig geht's hinab in die über 100-jährige Geschichte des Hauses. Sind denn das für Geheimarchive? Ja, ganz neu, Herr Dudek. Ja, wusste Ja. ich noch gar nicht. Und jetzt schauen wir Willst mal du nach mal- den historischen Plakaten. Mal gucken. Das ist es. Das ist das Eröffnungsplakat. Von 1910. Kunstvolle Plakate und Tierzeichnungen. So kostbar, dass sie über all die Jahre aufbewahrt wurden. Nun, das ist ja auch eins, was berühmt ist. Von 76, glaube ich. Wir hatten ja nun nicht allzu viel Meerwasserbecken, aber Rotfeuerfisch hatten wir fast immer. Das alte Aquarium, die hatten ja schon sehr zeitig Meerwasserbecken, was ja durchaus immer eine sehr große Geschichte ist. Die haben ja früher das Meerwasser mit den Tankwagen zum Aquarium gefahren. Da ist das irgendwo mit den Kesselwagen hier zum Freiladebahnhof gebracht worden. Dann haben sie irgendwo einen Tankwagen. Der musste natürlich auch sauber sein, konnte kein Öl drin sein vorher oder so. Meistens nehmen sie Milchwagen dazu und haben das dann zum Aquarium geschafft und dort wird es abgepumpt. Meist kam das Wasser aus der Nordsee. Die nähere Ostsee war nicht salzig genug. Gut, dann lasse ich Sie erstmal alleine, Herr Gut. Dudek, und Sie können sich noch Fotos Wunderbar. angucken und Plakate. Ja, Bis dann. Ja, ich bringe das dann alles wieder mit. Ja, sehr schön. Oh lala. Von Anfang an war das Aquarium eine beliebte Anlaufstelle der Leipziger. Auf seinem Dach eine Poseidon-Figur, die eines Tages einfach weg war, verschwunden. Gegründet wurde das Haus vom damaligen Direktor Johannes Gebbing, der sich mit den Extra-Eintrittsgeldern ein Nebenverdienst zum Direktorengehalt sicherte. 30 Pfennig bezahlten Erwachsene, Kinder 20, Schulklassen pro Nase 10. Erst 1930 veräußerte Gebbing das Gebäude an die Stadt Leipzig. Das ist Dr. Gebbing. Der Dr. Gebbing hat aus dem alten Berliner Aquarium, was unter den Linden stand, allerhand Tiere und auch Teile der ursprünglichen Beschilderung erworben. Und die hing dann immer noch im Vorraum. Das sind diese alten schönen Fliesen, die es da gab. Und ich kann mich auch erinnern, dass ein späterer Direktor von Berlin, der damals zu dem Zeitpunkt schon in Rente war, sagte, eigentlich sind das unsere Fliesen. Worauf ich ihm gesagt habe, gekauft ist gekauft, Herr Professor. Leider besteht die Geschichte des Leipziger Aquariums nicht allein aus fröhlichen Anekdoten. Gleich nebenan Dokumente aus dem Zweiten Weltkrieg. Und der traf das Haus mit voller Wucht. Das Aquarium hat Ende 43 und Anfang 45 Bombentreffer gekriegt. Hier hat es direkt am Eingang einen Treffer gegeben. Man sieht ja hier, wenn man durch das Fenster guckt, da sieht man freien Himmel. Und da ist vor allen Dingen diese Rundung da, wo dann später mal das Panoramabecken war. Wir haben das früher Tierfischabteilung genannt. Die hat da allerhand abgekriegt. Das sah also ziemlich böse aus. Doch es sollte nicht das Ende des Aquariums sein. So, gucken wir mal weiter, was wir Schönes finden. Nach und nach wurde es modernisiert und erweitert. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre dann Und
das Ringbecken. Ja, das habe ich alles live miterlebt, wie das so gewachsen ist. Das war schon spannend, also das muss ich sagen. Der Professor Seifert hatte in Japan ein Ringaquarium gesehen. Und er sagte, sowas könnte man ja auch machen. Wir waren alle mächtig skeptisch. Und das Problem war natürlich, ein Ringaquarium muss man ja irgendwie in den Ring innen rein. Und darum ist das in der ersten Etage gesetzt worden, damit man von innen hochsteigen konnte. Ja, das irgendwie muss man ja Zugang dafür schaffen. Das UFO, wenn man das Licht von oben gesehen hat und es hätte ausgesehen wie ein gelandetes UFO. Um klarzukommen, im UFO wurde hinter den Kulissen mit einfachsten Bordmitteln gearbeitet. Ja, und hier haben wir ja dann an viele Stellen hier oben, wo es knapp war, solche Rohrverkleider hingemacht, damit, wenn ich mit dem Kopf mal mich hier an diese blöden Kabel pritschen, das gab ja böse Verletzungen, wenn man da dran gekommen ist. Meine Hausärztin hat auch mit mir hin und wieder mal geschimpft. Die hat gesagt, das ist nicht so gut, Herr Dudek. Ich sage, das ist nicht. Hoffentlich bleibt nicht zurück, habe ich dann. Zum Glück ist dann doch viel hängen geblieben bei Lothar. All die Erinnerungen an eine aufregende und nun vergehende Zeit. Nach gut einem Jahr, Anfang 2020, hat sich auf der Baustelle einiges getan. Statt Fischen tummeln sich hier nun Bauarbeiter nach einer präzise abgestimmten Partitur. Man hat so ein Riesenorchester, wo natürlich die Chefs, der Bauherr selber, die eigene Planung mitspielt und natürlich unheimlich viele Firmen. Und dieses Werk zusammenzubekommen in der Planung, zeitlich, das ist halt die Herausforderung. Boah, das ist ja nur noch eine Ruine. Ist bis auf die vorderste Wand komplett abgerissen. War auch nicht haltbar. Regelmäßig kontrolliert Zoodirektor Jörg Junhold die Fortschritte. Präsentiert die Baustelle gern seinen Besuchern. Boah, aber hier hat man natürlich schon noch mal den Eindruck, wie es vorher aussah, ne? Genau, das war der Eingang vom Aquarium und dann ist man hier so rechts und links in so einem U-Form bis hinter auf die Panoramascheibe. Und jetzt wird das völlig neu organisiert. Das ist hier alles raus. Wenn alles mal fertig ist, soll es hier ein imposantes, weiträumiges Entree geben. Na, in dieser Phase braucht es noch viel Vorstellungskraft. Doch der Direktor hat das Ziel fest vor Augen. Noch sind wir im Rohbau und im nächsten Jahr wollen wir aber eröffnen. Da ist schon noch ein bisschen Arbeit. Was der Zuschauer nicht ahnt, es wird hier bald noch einige Überraschungen geben, die den geplanten Eröffnungstermin immer weiter verschieben. Doch es geschehen auch kleine Wunder, zum Beispiel im hinteren Teil des Terrariums nebenan. Hier feiert Florian gerade einen ganz persönlichen Erfolg. Sein Stachelrochenweibchen hat Nachwuchs bekommen. Wir freuen uns sehr drüber, dass es nun das erste Mal geklappt hat hier im Zoo, dass wir kleine Rochen haben. 2 Minis von ihr schwimmen schon im Babybecken. Ja, na gucken wir doch mal rüber bei unseren Kleinen. Ja, hier wohnen sie, die Zwerge. Das sind sie, die gucken auch schön. Das ist ein Junge und ein Mädchen, das sieht man auch bei den Kleinen schon. Ein hellerer hier, das ist das Mädchen. Und der mit den deutlich dunkleren Maserungen hier, das ist der kleine Junge. Kleinen Stachel sieht man schon, also es ist schon ganz niedlich. Sie sind nicht die einzigen hier. Das Terrarium ist neben dem Gondwana-Keller Übergangsheim für die in Leipzig gebliebenen Tiere. Ja, das ist also das alte Zuchtzimmer. Es ist immer noch so ein bisschen Zuchtzimmer. Hier ist so ein bisschen reingestopft, was übrig geblieben ist, sage ich mal so. Und was vor allem natürlich in unsere Becken wieder rein soll. Ne, einige Arten, die wir so schnell nicht wieder bekommen. Und wenn drüben dann fertig ist, ziehen wir mit dem gesamten Bestand um.
Und das wird dann terraintechnisch hier alles anders gestaltet. Die Geburt der beiden hier neben der lärmenden Baustelle. Fast wie im Märchen. Draußen in der Realität ist inzwischen eine Pandemie ausgebrochen. Das Leben zum Erliegen gekommen. Im März 2020 muss auch der Zoo schließen. Nichts los. Wie ausgestorben. Zu? Der Zoodirektor möchte es kaum glauben, dass außer Bauleuten und Pflegepersonal heute wirklich keiner mehr kommen soll. Auwald pur ist das jetzt hier. Wer hier nicht gebraucht wird, hat sich zurückgezogen. Die Verkäufer, Servicekräfte, die Verwaltung auch. Das ist verrückt. Ja. Bei dem Wetter wäre eigentlich voll jetzt so. Ja. Ist eben nicht vorhersehbar. Das Leben. Also das mit diesem Lockdown, mit dem ersten, das war halt eine ganz besondere Situation, weil ich kannte den Zoo vorher noch nie geschlossen. Das war schon mal eine ziemlich krasse Umstellung und was total Ungewohntes. Aber für den Bau war es wahrscheinlich eher positiv, weil wir hatten halt komplette Freiheit. Wir mussten uns nicht nach den Besucherzeiten richten, was den Zufahrtsverkehr auf die Baustelle anging, weil in der Phase war auch noch viel Tiefbau und viele LKWs, die durch die Gegend gefahren sind. Die Firmen haben weitergearbeitet, zumindest während des ersten Lockdowns konnte der Bau komplett weiterlaufen. 7 Wochen soll der erste Lockdown dauern. Und obwohl der Zookasse durch diese Schließung etwa 5 Millionen Euro fehlen, auf der Baustelle bewegt sich was. Tja, manche Branchen sind krisenfest. Die Bauleute können arbeiten. Und bei einem Prestigeprojekt, dem Panoramabecken, ist sogar schon richtig was zu sehen. Hallo? Na, das ist doch klasse hier. Also jetzt, wo ausgeschalt ist, sieht man richtig, wie hier der Halbtunnel kommt. Und das wird dann so die Hauptbewegungsrichtung für unsere Besucher. Und dann steht man hier und hat quasi die Fische über sich. Viele einzelne Bauschritte sind für dieses ambitionierte Becken nötig. In 2 Monaten soll es schon fertig sein, inklusive einer riesigen gewölbten Panoramascheibe. 11 Meter lang und 3 Meter tief wird das Becken. Es soll sich dann hier, wo jetzt noch gearbeitet wird, gefüllt mit Wasser und Fischen, über die Köpfe der Besucher wölben. Fast über den Kopf wächst in diesen Tagen die Arbeit auch Projektleiter Kai Döbel. Die Pandemie sprengt jede Planung. Termine werden verschoben, Lieferengpässe zwingen fast täglich zu neuen Zeitplänen. Alles klar, vielen Dank. Tschüss. Doch es gibt auch Erfreuliches. Einen ersten Eindruck der neuen Panoramascheibe, die im künftigen Becken 50 Tonnen Druck aushalten muss. Ich habe hier von der Firma Biacryl, die ja das Ganze liefert, die Scheibe, die mussten vorher ein Zulassungsverfahren machen. Und die haben mir so einen Teil der Scheibe als Geschenk überreicht. Hier sieht man mal sehr schön auch die Biegung, die Dicke von der Scheibe mit 13 cm. Die Scheibe sieht gut aus. Ich denke, das wird toll. Und dann ist es endlich soweit. Die Scheibe wird angeliefert. Für die Fertigstellung des Aquariums ein gewichtiger Baustein. 7,5 Tonnen, schätze ich. Also, habe ich schon mal gehört so. Und ganze 11 Meter lang. Also ich habe schon viele große Scheiben hier auch schweben sehen, aber so eine große noch nicht. Noch ein bisschen nach hinten. Eine Spezialanfertigung, die nun heil vom LKW runter muss. Von oben wird sie an ihre Stelle gehievt. Dann erst kann das Dach drauf. Aber vorher muss Florian noch schnell seine Fische füttern. 5 cm rechts. Stopp. Die anderen werden ja so lang die Stellung halten. Er will noch was machen, weil es ist noch nicht so weit.
Es ist ja nicht so, dass wir nichts zu tun hätten. Aber wir sind natürlich neugierig. Ne? Ja. Im Zuchtzimmer hat Florian derweil Neuankömmlinge zu versorgen. 3 Kugelfische mit Heißhunger auf Tiefgekühltes. So. Ja, wir werden jetzt das Frühstück für unsere Neuzugänge geben. Waren wir am Anfang ja, sehr abgemagert. Da hätte ich auch nicht gedacht, dass wir so wirklich überhaupt alle durchbekommen. Aber jetzt mittlerweile sind sie alle safe. Da sind sie. Das sind 3 Goldringel-Kugelfische. Das ist die größte Süßwasser-Kugelfischart, die es gibt. Der lateinische Name ist bei den Tetraodern Mbu. Also steht auch extra hier dran in der Abkürzung. Mbu, also MBU. Und deswegen haben wir gesagt, dann ist das Momo, Bodo und Udo. Das zum Beispiel ist Bodo. Und der schielt wohl nach den Muscheln. Ja, muss man ein bisschen gucken, so kriegt hier jeder eine leckere her. Da. Ja, es muss natürlich, es war eigentlich für jeden eine, aber es wird sich natürlich immer um die leckerste gestritten. Ja, da sieht man, wie schnell das mit diesem scharfen Zähnchen, mit diesem Papageienschnabel, wird da rucki zucki so eine Muschel weggeschlürft. Eigentlich sind sie Einzelgänger, teilen nicht so gern. Zack, und jetzt erkennt man schön, die Muschel ist eins tiefer gewandert, nämlich an der dicken Murmel, die da unten dran hängt. Also das sieht man bei denen wirklich, wenn sie gut gefressen haben, ne? Gerade jetzt hier an dem rechten hier. Also das ist der Udo. Der Udo hat jetzt so einen dicken Bauch. Ja, so, dann macht mal euer Schläfchen. Morgen gibt's wieder was. Hoch. Vor der Tür geht's jetzt schon weiter. Der Koloss schwebt. Nicht runterlaufen. 7,5 Tonnen. Und mehrere 100.000 Euro schwer. Die Scheibe fürs Panoramabecken. Ja, das ist natürlich beeindruckend, so eine Scheibe einfach, wenn die hier mit dem Kran angeschwebt kommt, zu sehen. Das ist schon nur gedacht, so, bupp, ganz schönes Ding. 5 cm rechts. Achtung da unten. Millimeterarbeit. Stopp. Sitzt wie angegossen. Sieht gut aus. Jetzt nimmt das wirklich langsam Gestalt an. Jetzt hat das Becken eine Scheibe. Und endlich kann nun auch das Dach des Aquariums dicht gemacht werden. In den nächsten Wochen geht's kräftig voran. Frühmorgens hat sich Ulrich Grassel auf den Weg nach Berlin gemacht. Dort warten die Quallen, von denen einige nach Leipzig ziehen sollen. Jahre hat er hier im Berliner Zoo gearbeitet und seine Liebe zu diesen geheimnisvollen Wesen entdeckt. Wunderschöne Tiere. Also wir kommen jetzt an vielen Becken mit Quallen vorbei, mit verschiedenen Arten, die ausgestellt werden hier. Und ihr werdet staunen. Ja, die sind mittlerweile zum Kult geworden. Es ist ja wirklich immer mehr am Kommen, dass auch die Leute, die zu Hause früher Aquarien mit Fischen hatten, mittlerweile sich Quallen ins Haus holen, ein Aquarium hinstellen, Spezialisten kommen lassen, der das aufbaut und dann wirklich im eigenen Zuhause vorm Quallenaquarium sitzen und meditieren, Wasserpfeife rauchen, was auch immer. Daniel Strosinski. Kaum jemand in Deutschland weiß mehr über Quallen als er. Thyssanostoma thyssanura, das ist diese Zigarrenqualle, die so eine Zigarre aussieht. Seit 20 Jahren ist er Herr über Europas größte Sammlung dieser Tiere. Das macht echt was her. Ja. Und messeln sie ordentlich?
Nee, eigentlich nee. Also auch nicht mehr als Pazifika. Die am intensivsten sind, sind eigentlich die Sanderia. Die merkst du noch. Und Cassiopeia, witzigerweise. Ja, die haben ich auch immer Armjucken gehabt. Da hast du Armjucken so ein bisschen. Ne? Sie zählen zu den ältesten noch existierenden Tierarten. Etwa 600 Millionen Jahre haben sie, ohne Hirn und ohne Rückgrat, der Evolution ein Schnippchen geschlagen. Nicht jede von ihnen ist einsteigertauglich. Das ist ja nun mal eine völlig andere Quallenart als die wir bekommen. Die gehören ja zu den Wurzelmundquallen und man sieht einfach, dass die Nesselfäden unten dranhängen, nicht vom Schirmrand abgehen, wie es eben bei der Aurelia der Fall ist, sondern unten an den Wurzeln unter dem Schirm vorhanden sind. Oh, sind die, wenn die im richtigen Licht schwimmen, ist es unglaublich. Die sind super. Was für eine Vielfalt. Doch welche sind nun für Leipzig? Das ist toll hier, die Kleinen und die Großen zusammen. Sieht toll aus, ne? Galaxien. Ja, echt. Ne? Und da ist sie endlich, Aurelia. Die pazifische Ohrenqualle soll bald von Berlin nach Leipzig umziehen. Dort bahnt sich derweil ein symbolträchtiger Moment an. Poseidon, der Gott des Meeres, ist zurückgekehrt. Die Skulptur, die nach dem Zweiten Weltkrieg einfach verschwunden war. Wieder auferstanden unter den Händen von Bildhauer Markus Gläser. Orientieren konnte er sich dabei nur an den historischen Fotos aus dem Zooarchiv. Wir haben also im Wesentlichen nur 3 verwertbare Fotoaufnahmen gehabt aus der Entstehungszeit. Und da muss man ganz schön ringen. Ne? Johannes Becker soll dafür sorgen, dass Poseidon unbeschadet nach oben kommt und dort auch sicher steht. Dieser neue Meeresgott musste daher ordentlich abspecken im Vergleich zum Original. Es war damals ein Betongussverfahren sehr wahrscheinlich. Dann hätte sie über 1 Tonne gewogen. Das hat uns der Statiker nicht erlaubt. Der sagte maximal 500 Kilo. Also musste Poseidon eine Diät machen. Kleiner konnte er nicht werden. Und deswegen ist es ein anderes Material geworden. Sie ist hohl. Also sie musste sehr veredelt werden, um ja, auch wieder drauf zu kommen und auch die nächsten 100 Jahre dann endlich mal drauf stehen zu bleiben. Ha, unter den Gästen auch ein alter Bekannter. Trotz der Maske, Lothar erkennt man. Er sollte unbedingt kommen. Der frühere Aquariumchef. Ich bin angerufen worden, 2-mal. Da sieht man mal, wie groß die Verbundenheit noch ist. Ja, nee, ich freue mich natürlich, dass diese Figur oben drauf kommt. Das war immer so ein bisschen ein Traum. Und dann geht's los. Gut 250 Kilo schweben hier nach oben. Und dann sitzt er auf seinem Sockel. Poseidon ist sicher gelandet. Ich habe aber gesagt, es ist die Krönung. Oben der Bogen und diese alte Fassade, die alte Fassade zu erhalten, da gehörte für mich auch die Figur dazu. Unter den Augen Poseidons, gleich im Monat drauf, das nächste Großereignis. Wassermarsch. Das Panoramabecken soll geflutet werden. 120.000 Liter müssen hier durch diesen Schlauch gepumpt werden. Zum ersten Mal ein Testlauf für Mensch und Material. Wenn ich so ein Becken frisch modelliert habe, kann ich da nicht gleich Wasser rein und Fische hinterher packen, sondern so ein Becken braucht einfach eine Weile, um Schadstoffe, irgendwelche Giftstoffe dann wirklich schon mal rauszuwaschen. Und das nutzen wir jetzt einfach. Es ist noch eine richtige Baustelle, aber Wasser kann ja schon mal drinnen stehen, da kann sich alles schon im Wasser lösen.
Das wird noch 2-3 Mal dann wieder raus und wieder reingemacht, sodass das Becken einfach ordentlich gespült sind. 30.000 Liter pro Stunde rauschen hier rein. Die Scheibe wird auf den Prüfstand gestellt. Erfüllt sie das, was die Ingenieure und der Zoo sich von ihr versprochen haben? Es ist Acrylglas, 130 mm stark. Und das Tolle an Acrylglas ist, dass es keine Eigenfarbe hat. Wenn man sich ein normales Glas nimmt, ein Fensterglas, hat man immer einen Grünstich, einen Gelbstich. Das haben wir nicht. Deswegen ist es sehr interessant bei Bauteilen, die eine gewisse Stärke haben. 4-mal so viel Wasser wie ins alte Becken passt jetzt hier rein. Und mit jedem Liter eröffnen sich Florian ganz neue Perspektiven. Alles, was wir hier bisher gemacht haben mit der englischen Firma, die uns hier diese Rückwand gestaltet hat, das hat man bisher alles nur von oben gesehen, ja, weil das Becken war ja hier geschützt, dass hier die Scheibe nicht irgendwie beschädigt wird. Und das ist natürlich ein ganz anderer Winkel, als wenn man jetzt hier, das ist ja dann der Bereich, wo der Besucher steht. Das ist im Endeffekt jetzt das erste Mal, wo ich mal gucken kann, wie die Struktur so geworden ist. Ja, ob man wirklich sagen, passt oder passt nicht. Ja, dass wir sagen, wir machen es doch noch ein bisschen heller oder doch noch mal anders. Aber bisher, ich finde, es sieht schön aus. Und wie hält die Scheibe diesem Druck stand? 6, 7, 1007. Die Konstrukteure prüfen, wie sehr sich die Acrylscheibe biegt. 997. 997 wollen wir haben. Nicht, dass da noch böse Überraschungen lauern. Also wir haben jetzt eine Durchbiegung zwischen 1 und 2 mm. Ja. Bei etwa der Hälfte des Wasserstandes. Gut, das klingt doch gut. Alles so, wie es sein soll. Ja. Läuft. In den kommenden Wochen wird es dann mit der Ausgestaltung des Beckens weitergehen. Also mindestens einmal muss es auf jeden Fall noch gespült werden, aber so lange kann das Wasser jetzt erstmal drinnen bleiben. Dann muss man eben gucken, was rundherum an Baugeschehen ist, wann dann das nächste Zeitfenster ist, wann die Firma hier wieder ran kann, und da müssen wir dann das Becken wieder rechtzeitig leeren. Hier ist man froh über das viele Wasser. Doch auch in einem Aquarium wird es nur an bestimmten Stellen gern gesehen. Kommt das Wasser unkontrolliert, gibt's Probleme. Mehrfach tritt die Pforte, die direkt hinter dem Haus verläuft, während der Bauphase über die Ufer. Wir hatten 1-2 Mal ja schon dann solche Situationen, die ich auch nicht gedacht hätte. Und dass der Pegel anstieg und Sofortmaßnahmen mit Sandsäcken hinten getroffen wurden. Die Schutzwand gegen das Hochwasser war unterspült und musste noch mal ganz neu gebaut werden. Und auch sonst lief nicht alles reibungslos. Ja, es ist ja so viel schief gegangen. Der Altbau stand nicht auf Fundamenten. Also die haben damals die Wände ganz einfach auf diesen Boden geworfen, eine Sauberkeitsschicht, und das war's. Das wussten wir vorher nicht. Es gab ja damals keine Pläne. Das Gebäude ist ja 100 Jahre alt. Ja. Dann im Rundbau war es so, das ist ja noch 89 hergestellt worden. Und da war der Beton so hart. Also da konnten wir auch gar nicht großartig mit Presslufthammern arbeiten, dadurch, dass ja das Ringbecken stehen bleiben sollte. Dann die Lieferschwierigkeiten, was wir ja hatten mit den ganzen Materialien etc. Das ist ja völlig auch bis zu uns durchgeschlagen. Die Aquarien zum Beispiel kamen ja aus England. Es gab ja dann mal die Zeit, wo dieser grenzüberschreitende Verkehr nicht stattfinden durfte. Ne? Das war alles nicht planbar. Und jedes Mal hat es einen wieder ein Stück nach hinten gehauen. 2 Schritte vor und einen zurück. Aber auch das bedeutet letztlich Baufortschritt. Im Juni 2021 treffen die ersten neuen Bewohner des Aquariums ein. Ulrich Grassel ist aus Berlin zurück. Zwar noch ohne Quallen, aber diese Lieferung hier ist auch nicht ohne. Noch ist kein Becken bezugsfertig. Deshalb geht's auch für die Neuen erstmal unters Gondwanaland. Hallo Heiko. Hallo Uli. Schöne Tiere. Groß? 60 cm. Das haben wir doch gleich sehen, da bin ich gespannt. 2 Aquarianer unter sich. Aber
Über wen reden die eigentlich? Schöne Tiere. Ein Feuerstachelaal. Wow, bin begeistert. Ursprünglich lebt er in Asien. Und er kann bis zu 1 Meter groß werden. Dieser Nasenfortsatz ist ja typisch für diese Stachelalarten. Diese Verlängerung der Nase. Ist das herrlich, das Vieh? Ja, die sind schön. Ja, okay, gucken. Das ist auch recht entspannt. Oh ja, das sieht sehr ruhig aus. Schön, schön, schön. Er ist in bester Gesellschaft. Fast 100 Arten warten hier unten auf den Startschuss. Dass es endlich losgeht im neuen Aquarium. Unter ihnen auch Bodo, Momo und Udo, die Kugelfische. Schon ordentlich gewachsen. Es war vom Pflegen her ein bisschen schwieriger, weil man die Tiere nicht von vorne sieht, sondern immer nur von oben. Es ist immer schwer, dann auch wirklich den Gesundheitszustand der Tiere zu beurteilen. Aber im Nachhinein war es eine super Sache für uns. Gerade die größeren Sachen, die wir in den Pools hatten. Es hat sich wunderbar entwickelt alles. Die Tiere sind wunderbar gewachsen in der Zeit. Das war ja auch unser Ziel, viele Tierarten schon gerade für die großen Becken so ein bisschen vorzustrecken. Ne? Dass wir halt, wenn wir hier aufmachen, dann auch wirklich schöne Schautiere in ordentlichen Größen zeigen. Die ersten, die hier ausziehen werden, sind die Kois. Sie sollen schon bald vor dem Aquarium in einem eigens für sie gebauten Becken wohnen. Im Sommer 2021 steht das Fundament und hier schwebt das Becken ein. Uta Oberländer ist seit 9 Monaten mit der Bauleitung beauftragt. Sie hat schon viele Baustellen betreut, aber noch nie in einem Zoo. Ich habe es verfolgt von der Planung her, dann im Prinzip den Rohbau. Und dann dachte ich, mal sehen, die Elemente, man sah sie immer mal in den Planungskonferenzen so visualisiert und dann dort in der Werkstatt. Aber als ich dann kam in ihrer Größe, das war dann schon monumental. 3 Becken, rund 100 Tonnen Granit, per Schwertransport aus Bayern angeliefert. Gerade noch zur rechten Zeit. Die Uhr auf der Baustelle tickt. Die Eröffnung des Aquariums ist jetzt schon einmal verschoben worden. Nun soll es auf alle Fälle bis Weihnachten klappen. Wir hatten so ein bisschen auch den Druck vorm Winter. Also das war dann wirklich so von wegen, komm, werdet fertig jetzt mit dem Becken. Die Tiere sollen möglichst noch im Warmen nach draußen, weil die jetzt im Endeffekt 2,5 Jahre bei gleichbleibenden Temperaturen bei uns im Keller gewohnt haben. Und das für so einen Fisch natürlich auch nochmal eine Umstellung ist, wenn es auf einmal wieder ein Winter kommt. Ja, und deswegen braucht so ein Tier dann auch einfach die Vorbereitungszeit, um wirklich seinen Stoffwechsel dementsprechend auch anzupassen. Na, die kleinen Chagois, ihr zieht jetzt um. Vorhang auf. Ja, und jetzt haben sie es schon geschnickt. Im September ist es soweit. Die Kois machen den Anfang. Das ist schön. Sie ziehen in das als erstes fertige Außenbecken. Oh, Tageslicht. Ja. So, fahren wir ran. Da. So, welche nehmen wir zuerst? Der erste. Das ist eigentlich egal. Die große. Die große? Ja. Es ist der Beginn einer neuen Zeitrechnung. Der Startschuss für die Rückeroberung des Aquariums. Boah, sieht nicht schön aus. Wie sie da stehen? Ein bisschen wie hübsch. Hier sehen sie wieder so klein aus. Aber ganz entspannt sind sie. Ja, ne, sind schön ruhig. Ja, die scheint wenig zu kümmern, dass um sie herum noch vieles im Argen liegt. Hinter den Kulissen dreht Bauleiterin Uta Oberländer eine ihrer vielen Inspektionsrunden. Aber hier steht gerade. Nichts bleibt ihr verschlossen. So wie. Ah, der Spiegel fehlt noch. Und ich glaube eine Sicherheitsleuchte. Das sind die kleinen Sachen, aber das schaffen wir die Woche noch. Ja, super. Hier hinten ist ja das Gründach. Können wir ja auch noch mal hingucken. Ja. So sieht's aus und vor allen Dingen sieht man mal Poseidon von hinten, ne? Das sieht man nicht alle Tage, so einen hübschen Pups. So, Vorsicht.
gucken. Das sind ja die ganzen Räume Elektrotechnik, Brandmeldetechnik, Sicherheitsbeleuchtung und so weiter. Hier sehen wir schon, das ist das nächste Salz. Und zack ist sie schon hinter dem erneuerten Ringbecken. Ich mache mal Licht. Naja, und schon beschlägt's. Ja, hier die Lüftung war auch ein großes Thema. Weil wir ja hier im Salzwasserbereich sind, haben wir keine verzinkte Konstruktion, sondern hier diese Kunststoffumlauf gemacht, die Treppen, dass man rüberkommt. Ja, und jetzt sieht man nämlich mal die Brandmelder, hier sind die Abzugsklappen. Und dann werden hier Ende der Woche haben sich die Fische tummeln. Ne? Das ist schon spannend. Also für mich sowieso, weil ich bisher ja noch nie für Zoo gearbeitet, also mit Tieren oder Zoo gearbeitet habe. Alle anderen Objekte, aber sowas freue ich mich, dass ich sowas auch noch machen durfte. Ist schon toll. Im künftigen Besucherbereich hat sich das Ringbecken in der Zwischenzeit zu einem architektonischen Schmuckstück gemausert. Bis es allerdings soweit war, musste einiges passieren. Die Decke wurde teilweise aufgebrochen. Es brauchte Platz für die neuen Treppen. Erst dann konnte oben vor dem aus alten Zeiten erhaltenen Ringbecken saniert werden. Fehlen nun nur noch die Fische. Aber erstmal muss ordentlich gewürzt werden. Wir sind ein bisschen weit weg vom Meer. Wir haben also keine Standleitung bis dorthin, sodass wir es einfach einen Hahn aufmachen. Uns kommt immer was. Wir kriegen das Salz tatsächlich in diesen Säcken geliefert. Und das bedeutet dann jedes Mal eine enorme Schlepperei. Schön Bild verteilen, Sigi. Ah. Leider haben wir viel zu wenig Zeit jetzt noch. Wir sind jetzt wirklich in der mehr als heißen Phase. Wir müssen gerade an allen Ecken gleichzeitig arbeiten und die Tiere stehen halt mehr oder weniger vor der Tür. Oh, Flo, der Letzte. Könnt ihr zu dritt anfassen. Also der Letzte für diese Runde, Patzi. Yay. Fertig. Überall Stress. Da muss ich jetzt mal auf meinen Ablaufplan gucken. Gehen wir jetzt noch mal. Wen ich jetzt alles noch die Woche. Es ist November. In einem Monat soll endlich eröffnet werden. Doch Corona bringt wieder alles durcheinander. Wir waren so weit, dass wir mit dem Estrich loslegen konnten. Wie sieht's aus hier bei euch? Passt alles? Ging aber nicht. Die Firma hat es Corona. Dort ist leider auch ein Mitarbeiter sogar verstorben. Und diese Zeit, die kannst du dann einfach auch nicht mehr aufholen. Und dadurch dieses Stocken von allen anderen Firmen und wieder in das Boot hereinholen zu dem bestimmten Termin. Und dann fielen schon die nächsten Kollegen dann wieder aus, weil die Kinder, meistens waren es dann die Kinder, Dachdecker, ich komme nicht. Aber wir wollten alles dicht kriegen, fertig bekommen. Wie sage ich schon, ach ja, sie ist schon kurz vorm, ja, Jacke, richtig. Nicht krank werden, Frau. Hacker, bloß nicht. So, Birnbaum kommt morgen, dann machen wir das durch. Silikonfuhren hat Timike, grün ist fertig, blau ist in Arbeit. Die Futterküche, die Tür, genau, das haben wir hinten angeguckt, am 9. Pass. Ja, das ist hier abhängig vom Schnee. Der Dachdecker, die Anschlüsse, ist dann nachgeordnet. Der Baumeister Verschluss, das Betonieren, die Treppe, Haken dran. Obwohl noch überall geschraubt und gesägt wird, Martina und ihr Team erhöhen die Schlagzahl, kümmern sich bereits um die Gestaltung der Becken. Die Tiere sollen jetzt so schnell wie möglich einziehen. Ist die ganze Zeit stressig und jetzt wird es noch mal richtig stressig. Also das ist fast wie beim Ausräumen. Mit Zeitdruck, es muss alles raus und jetzt mit Zeitdruck, es muss alles rein. Aber eben gerade für die Tiere möglichst einen ruhigen, dass die hier alle unbeschadet reinkommen. Noch im selben Monat bahnt sich ein historischer Moment an. Die ersten
ersten Bewohner soll ins Panoramabecken einziehen. Gut, also Spatelwälze aufpassen mit den Brustflossen. Die sind wie Skalpelle, das macht Aua an der Hand. Und Rochen, die sind zwar entspannt, aber das wird jetzt ganz schön knallen. Ist jetzt ein Rochen unter mir? Nee. Gut. So, Freundchen, komm mal. Ja, toll. Zack. Elender. Na, das ist schon clever, ja. Happen. Schön ganz in Ruhe hier. Vorsicht, Schwänzchen. Okay. 3 Jahre nach dem Auszug geht es jetzt unter Hochdruck wieder zurück. Ohrfeen. Ich habe keine Hupe. Müsste einmal da an die Wand. Danke. Ohrfeen. Es ruckelt immer so, wenn ich über Leute drüber fahre. Es ist ja auch nicht viel Wasser hier drin in der Wanne. Und das kühlt dann schon schnell aus. Aber der Weg ist ja zum Glück nicht so weit. Und die dürfen jetzt auch gleich im großen Becken schwimmen. So. So, vorsehen. Fischtransport quer über die Baustelle. Ob hier alles pünktlich bis zur Eröffnung fertig wird? Und bald kommen noch mehr Tiere an. Ulrich Grassl ist wieder in Berlin. Auch die Quallen sollen so schnell wie möglich ihr Leipziger Becken beziehen. Geh mal in den Keller runter. Und die Berliner wissen, unter welchem Druck ihre Kollegen in Leipzig stehen. Ja, haben schon alles bereit gemacht hier. Ja, wunderbar. Die habe ich jetzt hier alle großgezogen und schön verteilt. Sind das alles Spitzhawaii hier? Genau, die kannst du alle haben. Oh, kannst du alle mitnehmen. Wow. Das sind bestimmt 100 Stück. Wow. Mal gucken, wie viel wir reinkriegen, weißt du? Ja. Naja, siehst du, alles in verschiedenen Größen. Ne? Die sind hier schon ein bisschen älter. Und die wurden für den natürlich Fall habe ich hier auch gleich ein paar kleinere nachgesetzt. Noch. Herrlich. Das ist natürlich auch eine schöne Größe hier. Die sind jetzt so 3, 4 Wochen alt. Das ist so der Kindergarten. Genau. Jetzt sieht man schon, wie sich der Schirm bildet auch, so langsam. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob wir wirklich über 100 Tiere mitnehmen können oder unterbringen können. Du nimmst so viel, wie also du haben 50, 60 in etwa ist, glaube ich, perfekt. Genau. Und die Größe, würde ich mal sagen... Nimmst du verschiedene Größen mit. Ja. Dann hast du welche, die bleiben, die wachsen später, dann werden die groß und halten länger als die größeren. Hast du immer verschiedene Altersstufen. Das ist ein bisschen so wie Wackelpudding verpacken. Nur die hier leben. Ja, hier ist jetzt auch wichtig, dass sie so ein bisschen mit Schwung reinkommen und unter Wasser auch. Und dann luftfrei auch in die Tüte reinkommen. Wie viele waren da jetzt drin? 4 oder 3? 3. Es waren jetzt 2 oder 3? 3 waren das. Dann haben wir jetzt 9. Soll ich sie hochheben oder soll ich sie einfach ausdrücken so? Kannst du so lassen. Ich weiß nicht, ob ich alle rauskriege. Ja, so ist aber gut. Jetzt geht's zum nächsten Becken. Die sind alle nämlich raus. Viel Wasser in die Tüte. Und ja, keine Luftblasen. Die könnte die Qualle aufnehmen und dann zu viel Auftrieb bekommen. Das wäre ihr Todesurteil. 9, 29, 11, 40, ja, und 50 und 60. Na super. Eingetütet, verpackt und abfahrbereit. Das Abenteuer Leipzig kann für die Ohrenquallen beginnen. Dort wird's jetzt hektisch. Stellen die jetzt hier hoch, rüberheben und dann rein. Pass auf mit deinen Fingern. Ja, geht. Los jetzt. Jawohl. 1, 2, 3. Jetzt. Sehr schön. Ja, Rochen ist raus. Ersten Bewohner. Applaus. Es ist ein Spagat für die Pfleger.
Im Umgang mit den Tieren ganz entspannt und ruhig bleiben. Wir gehen hier hoch. Ansonsten Gas geben. Nee, hier lang. Wir müssen hier hoch, weil sonst kommen wir nicht über die Kante. Also dass wir halt einfach mit diesem ganzen Baugeschehen arbeiten mussten. Das hat es für uns erschwert, hier zu arbeiten. Das hat es aber auch für die ganzen Leute vom Bau erschwert, weil wenn hier immer noch der Tierpfleger rumrennt und schon wieder einen Schlauch und eine Pumpe mit Wasser durch die Gegend zerrt, von wegen, hier darf jetzt gerade nichts Nasses hin, aber wir mussten halt doch. Spano. Mit jedem Fisch habe ich so ein bisschen mitgelitten, ob es den nächsten Tag gut geht. Und wenn ich dann gesehen habe, dass die Frau Hacker dann halbwegs fröhlich guckte, dachte ich mir, okay, ja, dann muss alles in Ordnung gegangen sein. Heros, einer. Atapapu, wie man spricht, einer. Leptorinus 3 und Heros einer. Ja. Oh, wie am Fließband muss es jetzt laufen. Adonis muss extra schreiben. Einer. So wie du, Adonis. Nachtsammler, einer. Scheibensammler groß, einer. Scheibensammler groß, einer. Scheibensammler groß, einer. Was lachst du denn? So, und jetzt noch 3 Scheibensammler klein und ein Adonis. Und schon geht's zum nächsten Becken. Dort hinter das Bullauge des Malawi-Beckens sollen 3 alte Bekannte ziehen. Bodo, Momo und Udo. Kugler, Kugel, Kugel. So, Freunde, jetzt kriegt ihr Besuch. So, hier haben wir unser Malawi-Becken, wo schon eine ganze Reihe Buntbarsche drin schwimmen, verschiedenste Arten. Und dort ziehen jetzt noch 3 große Kugelfische mit ein. Das ist der Einzelne? Das war der Einzelne. Das ist Momo. Wo fehlen noch Bodo und Udo? Jetzt kommt ihr Kellerkinder raus. Kugelfische überall. Blub, blub, weg sind sie. Stehen sie alle hier in der Ecke. Hilfe! Was sind das für dicke 2 Fische? sind hier unten. Wie sie alle Schiss haben vor denen. Sind sie gerade wild panisch. Neues Becken, neue Nachbarn. Da muss man sich erst mal beschnuppern. Doch langsam lässt sich erahnen, wie es in den Becken mal aussehen soll. Das ist krass, wie das auf einmal ganz anders kam. Schwimmen ein paar Fische drin, ist so, wow, cool. Aber jetzt ist schon schön. Auf diesem langen Weg fast ein andächtiger Moment. Das hat schon was. Cool. Also es ist ein geiler Moment und man kann es gar nicht richtig genießen, weil man einfach schon ganz viele andere Sachen wieder im Kopf hat, wo man hin muss. Zur nächsten Baubesprechung da noch irgendwas klären und die nächsten Tiere irgendwie rein. Also es ist die ganze Zeit stressig und jetzt wird es noch mal richtig stressig. Die hier dürfen sich erst mal einleben, aber nebenan wird schon wieder weitergedacht. Haben wir schon einen Plan, wann wir die Folie runternehmen? So spät wie möglich, oder? Das würde ich Ihnen überlassen, mit der Folie runternehmen. Wir haben jetzt die Fuge gezogen, jetzt müssen wir heißt gerade gar nichts machen. Die rücken jetzt, die Fliesenleger rücken ja jetzt Stück für Stück weg. Und dann ist der Bereich frei. Dann wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, ja, so Folie. Und dann bitte auf der anderen Seite, wer ist denn dort und putzt noch? Das wäre doch hübsch. Herr Seeger, Herr Brandt, ja. haben wir noch alle. Herr Brandt habe ich noch nicht gesehen im Wasser. Dann hat der Herr Brandt jetzt gewonnen. Ja, genau. Nee, alles gut. Ha? Also, Oberländer will ich im Badeanzug sehen. Nein, Taucheranzug reicht. Also wir wollen mal ganz sachlich bleiben. Nee, gut, also das haben wir hier. Der Maler geht ab nächste Woche hier in den rückwärtigen Bereich überall durch. Ulrich Grassel ist aus Berlin eingetroffen. Kritischer Blick mit Azubi Paul auf das neue Leipziger Quallenbecken. Ja, der schwimmt jetzt hier schon zurück. Noch ist es nur eine profane Plastiktüte, um die nötige Strömung für die Quallen zu überprüfen. Doch nun sollen die Neuen aus Berlin da einziehen. So, jetzt würde ich mal wagen, ein Tier einzusetzen. Und zwar nämlich ein etwas größeres. Man sieht sie kaum. Ja, noch sind sie etwas unscheinbar. Doch gleich im Schaubecken werden sie ins rechte Licht gerückt. Ah, da schwirrt sie. Ja, die düst ganz schön schnell durchs Becken. Jedes Tier mehr verändert die Strömung.
Und wenn die nicht stimmt, bleiben die Quallen am Boden, dann herrscht Lebensgefahr. Ich würde sie jetzt einfach mal alle reinsetzen. Die müssen ja auch aus dieser Wanne raus. Und so machen sich 60 Ohrenquallen auf den Weg in ihr neues Zuhause. Was für ein Einblick in die faszinierende Welt der Quallen. Hat was Beruhigendes. Kann aber auch Stress bedeuten. Wenn sie sich nicht wohlfühlen auf Dauer, dann werden sie zur Kugel. Dann ziehen sie sich zusammen und schwimmen wirklich so als Kugel und haben nur noch eine kleine Öffnung unten am Schirm. Und da merkt man, dass es mit der Strömung nicht hingehauen hat. Aber das sieht man jetzt noch nicht. Ich werde heute hier bestimmt noch ein paar Mal herkommen und noch mal gucken und beobachten und werde erst nach Hause gehen, wenn ich ein beruhigtes Gefühl habe. Und das kann ein bisschen dauern. Das sind Tage ständiger Sorge um die Neuankömmlinge. Auch Andreas Seeger bleibt davon nicht verschont. Denn die neue Technik, die die Becken steuert, läuft nicht immer reibungslos. Wenn aber die Messwerte hier nicht stimmen, dann kann das bedrohlich werden. Für die Lebewesen in den frisch besetzten Becken. So, dann haben wir hier unseren schönen Computer. Hier haben wir quasi sämtliche Wasserkreisläufe oben aufgeführt und können uns die dann einzeln anklicken und da gewisse Werte ablesen oder auch Sollwerte verstellen. Können wir jetzt zum Beispiel mal Nordamerika auswählen. Dann haben wir hier unten die Untermenüs, zum Beispiel Messwerte. Und dann sehen wir, dass die Temperatur zu warm ist. Der soll eigentlich jetzt so um die 20 Grad eingestellt sein. Da haben wir jetzt 24 Grad. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wird an der Kühlung gerade noch irgendwas gebaut und die ist aus, oder sie ist kaputt. Also das werden wir dann gleich der Chefin gleich mal beichten und dann müssen wir auf der Fehlersuche gehen, woran es jetzt liegt. Florian, du bist zwar nicht die Chefin, aber du sowas Ähnliches. Nordamerika hat 24 Grad, da scheint die Kühlung irgendwie aus zu sein. Hast du was gehört, ob die da noch mal dran basteln? Oder? Ist auch offen, das Ventil ist offen. Also als ob grundsätzlich kein kaltes Wasser kommt. Oder? Ja, so, Problem übergeben, kann sich jetzt ein anderer erstmal gucken. Das ist aber eigentlich 100% offen. Durchfluss stimmt. Tja. Dann könnte höchstens die Kühlanlage aus sein. Wobei, wird jetzt kalt. Ich meine, hier fällt es ja wahrscheinlich schneller auf. Die anderen hauen aber hin. Nicht so drastisch, aber überall also waren ja recht konstant jetzt immer. Die Kühlung allgemein aus. Oder ich sag's mal, Martina. Also das ist quasi jetzt die Meldekette. Wir können das nur feststellen. Türsteher, stellvertretender Bereichsleiter und Bereichsleiterin. Genau. Ja, also die Kühlung im Haus für die Becken ist scheinbar aus, weil Nordamerika ist bei 24 Grad und der Rest ist auch alles ein bisschen höher. Guck mal, ob du den Herrn Schumann siehst, ja. Ciao. Nee, gut, im Auge behalten. Alles klar, weitermachen. Also verzweifelt waren wir schon hin und wieder, vor allem was die Technik betrifft. Man muss da meistens dann ein bisschen drüber stehen und einfach warten. Also es ist immer erstaunlich, wie viele Sachen sich dann doch gelöst haben, wo wir erst dachten, uns fällt nichts mehr ein, was wir noch machen können. Und manchmal dann nach 2-3 Wochen hat irgendjemand eine Idee, ob unsere Techniker, irgendeine Firma oder wir selber. Und dann hat sich eigentlich wirklich fast alles irgendwann gelöst. Dabei helfen auch die regelmäßigen Baubesprechungen, oft zwischen Tür und Angel. Ja, Begrüßung zur 62. Beratung sind wir ja schon. HLS-Technik und Filtertechnik. Und die Temperaturen, da gibt es noch so ein paar Punkte, die wir erledigen müssen. Da gab es jetzt noch mit dem einen Kälteventil ein Thema. Und das ist wahrscheinlich offensichtlich ein Fabrikatsfehler. Die Betriebnahme Ringbecken läuft ja planmäßig, Frau Hacker. Besatz der Tiere am 30.11. ist dem noch so? Dem ist so. Da muss man dann gucken, wo sich es für den LKW am besten macht, aber dass wir auf jeden Fall alle Laufwege frei haben. Also am Montag nochmal Check-up hier und sonst alle informieren, wegfrei, bahnfrei. Es ist Dezember. Noch in diesem Monat soll eröffnet werden.
Der Countdown läuft. Und im Ringbecken immer noch kein Fisch zu sehen. Da, früh am Morgen, trifft die lang ersehnte Großbestellung aus den Niederlanden ein. Kurz vor Weihnachten ist das fast sowas wie eine Bescherung. Ich habe ja schon viele Transporte mitgemacht, aber das ist jedes Mal wieder spannend. Da bist du ganz fiebrig Kiste aufmachen. Das machen wir jetzt. Ja, kistenweise Korallen und Fische. Alles, was das Aquarianerherz begehrt. Jetzt sollen endlich alle Becken mit Leben gefüllt werden. Nach 3 Jahren Umbau. Tragen wir erstmal alle. Dass man die möglichst nebeneinander klappe, die wir sind. Na, mein Kleiner. Alle Pfleger sind zusammengekommen. Jetzt bloß den Überblick behalten, dass kein Tier ins falsche Becken kommt. Alles folgt einem strikten Belegungsplan. So. Wie in einem Hotel. Auf geht's. Wenn wir so gerade dann jetzt die Transporte wiedergekommen sind mit Fischen, mit größeren Mengen an Fischen oder Umsetzaktionen von unserem Altbestand hoch, das nimmt man schon mit nach Hause. Es war wirklich manchmal, wo du sagst, okay, jetzt mal Kopf aus, nicht ans Aquarium denken und das steht morgen trotzdem noch hier. Die letzten Tage bis zur Eröffnung. Für alle nochmal sehr anstrengend und aufregend. Und die Bauleiterin hat auf einmal nicht nur Abnahmen und Mängellisten im Kopf, sondern kann auch die Schönheit genießen, die da auf ihrer Baustelle einzieht. Mensch, Herr Seeger, toll. Ey, ganz toll hier. Ganz frisch. Ja, Ist ja toll. noch etwas klein, aber hübscher. Wahnsinn. Die haben die ganze Fahrt von Holland jetzt hierher so überstanden. Ja, hat sicherlich ein bisschen geschuckelt, aber ja. Und da drüben ist so ein toller Sohn. Der sieht aus wie ein, ich weiß gar nicht, Ja, ein auch. außerirdisch. Genau. Der da. Ja, Schluckspecht nennt man den auch. Oh. Die haben ein sehr großes Maul und damit Und die Moräne haben wir jetzt gerade entdeckt hier hinten. Geistermoräne, so eine weiße oder eine blaue? Eine blau-gelbe. Ja, die Nasenmoräne. Ja, Zwei die Stück. hat so, das sieht aus wie, also ist ja faszinierend. Ja, als Problem in die Bude. Das ist ja toll. Lohn für 3 Jahre harter Arbeit. Als hätte sich das Aquarium gehäutet. Endlich darf die Schutzfolie von der Panoramascheibe und gibt den Blick frei auf einen überfluteten Tropenwald. Und zum Schluss das Wertvollste. Das i-Tüpfelchen für das Ringbecken. Da sind wir. So. Unsere neuen Freiwasserhaie. Das erste Mal bei uns im Zoo. Ja, jetzt sieht man auch schön, die Freiwasserhaie, die können nicht aktiv selber atmen. Die müssen immer in Bewegung sein, damit sie nicht ersticken. Könnte man denen da unten sagen, dass es jetzt losgeht? Hören die uns? Wir fangen jetzt an! Weil die wollen ja auch was sehen, die Kollegen. So, und jetzt gehen wir ganz schnell gucken. Und? Mal so klein wirken sie ja gar nicht. Alles, was über viele Jahre angedacht, jetzt ist es vollbracht. In einem Aquarium, der Besatz, der wird sich, es ist immer irgendwie im Entwickeln, es wird sich immer was verändern, aber Grundbesatz, also ich würde eigentlich nicht viel mehr reinbringen. Es sind noch ein paar Fische, die jetzt noch in einem anderen Becken sind oder noch hinten in der Quarantäne, weil sie einfach zu klein waren für das Becken. Aber ansonsten ist es jetzt gerade ein wirklich wunderschöner Besatz. So, jetzt aber. Tada! Am Abend wird das Licht gedimmt, damit die Fische gut schlafen. Und an einem der folgenden Morgen soll das Haus eröffnen. Doch daraus wird wieder nichts.
Corona. Noch einmal. Für fast 2 Monate. Aber dann, der Morgen des 11. Februar 2022. Das ist mein Frühsport. Die letzten Arbeiten sollen natürlich zur Eröffnung alles glänzen. Ne? Der erste Eindruck ist immer der beste, ne? Hat meine Großmutter gesagt. Und demzufolge machen wir das auch so. Das ganze Gebäude kann wunderschön sein. Eine teigige Scheibe ist immer so, und demzufolge wird alles geputzt. Ja, und alles ist an seinem Platz. Alles? Nein, im Malawi-Becken fehlen 3. Wurden von den Barschen geärgert. Bodo, Momo und Udo. Wir haben ihr Glück jetzt nebenan im Westafrika-Becken gefunden. Die letzten ruhigen Minuten vor der Eröffnung. Draußen findet sich Prominenz ein. Und plötzlich ist er gekommen. Der Moment, auf den Martina und ihr Team so lange hingearbeitet haben. Und ich wünsche dem Aquarium ein langes Leben. Alles Gute dem Aquarium. Seid ihr alle vorbereitet? Und 3, 2, 1 und Schnipp. Wunderbar. Es ist eröffnet. 3 Jahre waren die Aquarianer, Planer und Bauleute hier fast unter sich. Jetzt ist es anders. Ist das toll, genau für dich gemacht, ne? Super. Wo ist denn der kleine Nemo? Siehst du den roten dort? Ja, super. Genau so haben wir das gewollt, ne? Schön, tschüss. Es scheint, als gefiele es Tieren wie Menschen gleichermaßen. Hier, im neuen Leipziger Aquarium. Sehr schön, ne? Ja. Ich glaube, es ist für uns jetzt auch eine ganz krasse Umstellung. Wir müssen uns jetzt auch erstmal wieder daran gewöhnen, dass wir das Haus nicht nur für uns haben, sondern dass jetzt auch der Besucher wieder da ist. Und ja doch, es ist ein schönes Gefühl. Die Leute sind endlich wieder da. Ja, es ist hier tatsächlich nicht nur in dem Becken mit Leben gefüllt, sondern auch hier draußen. Einmal Fische gucken. Genau. So. Wunderbar, herzlichen Dank. Tja, jetzt ist offen.